meinem YouTube-Kanal, endlich mal wieder mit einer deutschen Folge. Nach reichlichen Anfragen zu diesem Thema möchte ich euch heute genau erklären, womit ich mein Geld verdiene und was es bedeutet, ein Social Media Manager zu sein. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was Social Media Marketing ist, und in den meisten Unternehmen hat sich über die letzten Jahre auch eine feste Position für die Rolle des Social Media Marketers etabliert. Oder aber, und das ist auch erstaunlich oft der Fall, Mitarbeiter mit anderen Aufgabenfeldern übernehmen das Posten auf Facebook und Co. nebenbei. Aber zunächst einmal, warum ist Social Media Marketing überhaupt so wichtig für ein Unternehmen? Natürlich sind nicht alle Produkte und Serviceleistungen gleichermaßen auf Social Media Promotion angewiesen und man sieht weitaus häufiger Werbung für Online-Kurse oder Rucksäcke auf Facebook und Co. als beispielsweise für Autoreifen. Trotzdem geht der Trend in unserer digitalisierten Welt eindeutig Richtung Online-Shopping, sei das aus Bequemlichkeit oder weil wir uns die Bewertung eines früheren Kunden über ein bestimmtes Produkt einholen wollen. Im World Wide Web auffindbar zu sein, ist also für ein Unternehmen definitiv von Vorteil und einer der effektivsten Strategien, um auf Google High zu ranken, also in den Suchergebnissen möglichst weit oben aufzutauchen, ist Backlinking. Das bedeutet schlichtweg, dass andere seriöse Webseiten, und dazu gehören auch Plattformen wie Facebook und Instagram, auf eure Website verlinken und damit sozusagen eure Glaubwürdigkeit bestätigen. Die logische Konsequenz daraus ist, dass ein sorgsam gestaltetes Social-Media-Profil, auf dem regelmäßig Beiträge erscheinen, die zurück auf eine Website linken, extrem wertvoll für die Online-Präsenz und den Ruf des Unternehmens sein können. Der zweite Grund, aus dem Unternehmen ihre Online-Präsenz und ihre Social-Media-Kanäle pflegen sollten, ist der direkte Kommunikationsweg zu potenziellen und bereits existierenden Kunden. Ich habe mich beispielsweise schon oft an den Kundenservice des Facebook Messenger eines Unternehmens gewendet, weil mir die Hotline zu lange gedauert hat oder ich keine freien Minuten auf meinem Handy hatte. Jetzt versteht ihr vielleicht schon ein bisschen besser, warum Social Media eine so wichtige Rolle im Online-Marketing eines Unternehmens spielt, und daraus ergeben sich auch schon die Aufgabenfelder eines Social Media Marketers. Als Manager der Social Media Profile meiner Kunden sorge ich nicht nur einmalig, also beim Aufsetzen eines Facebook- oder Instagram-Accounts, dafür, dass alle Informationen stimmen und eingetragen sind, sondern überprüfe diese Angaben auch regelmäßig, also zum Beispiel stimmt die Telefonnummer noch oder die Adresse, gibt es neue Preise oder andere Informationen, die der Kunde wissen muss. Als nächstes kümmere ich mich darum, diese Social-Media-Profile mit qualitativen und für das Unternehmen relevanten Beiträgen zu füllen, und das möglichst auf täglicher Basis. Wie oft und wann man auf Facebook oder Instagram posten sollte, das ist ein anderes Thema, aber generell gilt für Social Media, Consistency is key, und daran sollte sich der Social Media Manager auch halten. Die relevanten Beiträge bestehen generell aus einem Mix aus Unternehmensupdates, Fotos, Zitaten, alles, was den potenziellen Kunden interessieren könnte. Und da der Kunde heutzutage eher eine Marke als ein Produkt kauft, ist die Einhaltung des Brand-Images ganz, ganz wichtig. Die Beiträge muss ich mir als Social Media Marketer natürlich nicht aus den Fingern saugen, und besonders da ich freiberuflicher Social Media Manager bin, habe ich natürlich keine Einblicke in das Unternehmen und benötige Informationen und Bilder, aus denen ich da meine Beiträge basteln kann. Natürlich muss ich nicht den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen und darauf warten, die Social Media Beiträge meiner Kunden im richtigen Augenblick zu posten, sondern ich kann Beitragsplaner benutzen, wie beispielsweise Tailwind oder Buffer, die mir erlauben, meine Posts stundenlang oder tagelang im Voraus zu planen, und anschließend muss ich dann nur überprüfen, ob diese Posts auch tatsächlich planmäßig rausgegangen sind. Die dritte Aufgabe eines Social Media Managers, zumindest in den meisten Fällen, ist Community Management. Als diesen Aufgabenbereich bezeichnet man das Beantworten von Kommentaren, das Interagieren mit der Fangemeinschaft und das Ermutigen bzw. Weitergeben von Feedback. Das Tolle an Social Media ist, dass man beispielsweise Umfragen erstellen kann, mehrere Möglichkeiten, und die Kunden bzw. die Follower dann antworten lassen kann. In meinem Video zu Instagram Stories, das ich hier oben linke, erkläre ich euch ganz genau, wie man das auf Instagram machen kann, aber es gibt die Möglichkeit natürlich auch auf Facebook. Zuletzt darf natürlich auch die Analyse meiner Social Media Aktivität nicht fehlen, denn aus einem Reporting kann ich nicht nur schlussfolgern, wie meine Beiträge angekommen sind, sondern auch, welche demografische Gruppe, also Alter, Wohnort, Geschlecht, am häufigsten auf meine Beiträge reagiert, bzw. zu der Website durchklickt, bzw. das Produkt oder die Serviceleistung in Anspruch nimmt. In den Business-Profilen der meisten Social-Media-Kanäle, also Facebook, Instagram, Twitter, gibt es eine Insight-Funktion oder Abteilung, von der ich ganz einfach eine Excel-Datei ziehen kann, die wichtigsten Daten herausfiltern kann. Dazu zählen zum Beispiel Cost per Click oder Impression, und diese dann in vereinfachter Form an meinen Kunden weitergeben kann. Alle diese Aufgaben erledige ich auf täglicher Basis für meine Kunden, manche auf Projektbasis, andere auf Langzeitbasis, und alles, was ich dazu brauche, ist mein Laptop, mein Handy und stabiles Internet.
Aus diesem Grund ist die Rolle des freiberuflichen Social Media Managers natürlich der perfekte Beruf für eine digitale Nomadin. Meinen ortsunabhängigen Lebensstil behandle ich noch in einigen anderen Videos, also wenn euch das Thema interessiert, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und euch auf jeden Fall noch einige meiner anderen Videos anzuschauen. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein bisschen besseres Verständnis über die Rolle und die Aufgabenfelder des Social Media Managers vermitteln können und vielleicht auch erklärt, warum Unternehmen heutzutage auf jeden Fall einen Social Media Manager haben sollten. Wenn dieses Berufsfeld euer Interesse geweckt hat und ihr vielleicht selber Social Media Marketer werden wollt, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Außerdem dürft ihr euch natürlich an mich wenden, wenn euer Unternehmen einen Social Media Marketer benötigt. Ich freue mich immer über Anfragen. Vielen Dank fürs Reinschalten und vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Tschüss!